Du zeigst wohl auch gern, was du hast. Bloß kein Neid. Denkst du kannst mit sowas beeindrucken? Aber ich sag dir was. Mit der Angebertour kannst du bei mir nicht landen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Erklärung für seinen Auszug. Ganz sicher gibt es die. Der feine Herr hat von Anfang an gewusst, dass er nur noch ein paar Wochen in der Stadt ist. Du warst für ihn ein billiger Zeitvertreib bis zu seiner Abreise. Und eigentlich wegen Ramons Telefonnummer hier. Ich hab die Nummer. Das ist gut. Die alte. Das ist schlecht. Ramons Mutter ist umgezogen. Ja, ist es so wichtig? Ich bin unverhofft zu viel Geld gekommen und jetzt möchte ich gerne den Handel mit Folklorartikeln wieder aufziehen. Eine meiner Hausangestellten hat es gefunden. Jetzt rufe ich die Polizei. Wegen Beleidigung. Kathi, jetzt bleib doch mal stehen. Weglaufen ist doch keine Lösung. Ach nein? Nein, es ist nur feige. Also man kann mir ja viel nachsagen, aber nicht, dass ich feige bin. Gut, dann hab den Mut, zu deinem Fehler zu stehen. Welchen Fehler denn bitte schön? Sag mal, hast du schon wieder vergessen, wie du dich eben vor dieser Gruppe benommen hast? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du mich vor der ganzen Gruppe blamiert hast. Du hättest mich auch ganz dezent darauf hinweisen können, dass das Armband in deiner Tasche ist. Du wolltest ja nicht mit mir unter vier Augen reden, sondern erst mal die Polizei anrufen. Mir blieb doch gar nichts anderes übrig. Kathi, du hättest nicht vorschnell diesen Verdacht aussprechen dürfen. Vorschnell? Hör mal, die waren hier zu besuchen, direkt danach fehlt das Armband. Da muss man doch denken, dass die es geklaut haben. Du hättest erst mal alle anderen Möglichkeiten prüfen müssen. Dann wärst du von ganz alleine darauf gekommen, dass das Ding längst in meiner Tasche ist. Naja, ist ja nichts weiter passiert, hm? Naja, gut, ein bisschen peinlich, aber mein Gott, das kannst du doch wieder in Ordnung bringen. Du entschuldigst dich bei dieser Gruppe. Niemals. Lieber beiß ich mir die Zunge ab. Aber Kathi. Vergiss es. Oh, Das ist nett, danke. wo willst du denn mit dem ganzen Zeug hin? Ins Kinderheim, das ist für unsere Weihnachtsfeier. Wie findest du den hier? Ist er nicht niedlich? Süß, ja. Aber sag mal, musst du die ganzen Dinge einkaufen? Klar. Oder sollen die etwa mit leeren Händen unterm Weihnachtsbaum stehen? Ja, natürlich nicht. Aber ist das nicht ein bisschen viel für einen allein? Ich meine, die ganzen Vorbereitungen. Naja, ich muss mich ganz schön ranhalten. Die Sachen müssen ja auch noch alle verpackt werden. Kann dir denn niemand helfen dabei? Wer denn? Seit die Ruprecht weg ist, schmeiß ich den Laden da doch praktisch allein. Aber ich schaff das schon. Naja, Hauptsache, es macht dir Spaß. Ah, ich sehe schon Ihre großen Augen, wenn Sie die Geschenke auspacken. Ich bin sehr froh, dass du jetzt wieder Spaß an deiner Arbeit hast. Seit die Ruprecht weg ist schon. Naja, vielleicht lenkt es dich ja auch ein bisschen ab. Wovon? Naja, von deinem Kummer mit diesem Alexander. Ach, Papa, den habe ich doch schon längst abgehakt. Kummer? Wieso? Was ist denn passiert? Hi. Ramon! Guck, wo warst du denn die ganze Zeit? Und was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ah, das trägt man jetzt so in Caracas. Sag mal, ist Cleo hier? Cleo? Ja, Cleo. Ist sie hier? Nee, Mist. aber die kommt gleich wieder. Gleich? Ich wollte eigentlich nur kurz checken, ob Frank schon hier war. Oder ist er schon zum Flughafen? Wieso? Wollt er dich abholen? Nee, er weiß gar nichts davon, dass ich ankomme. Aber ich habe gehört, dass er mich in Venezuela besuchen will. Na, das wäre aber blöd. Ja, das kannst du laut sagen. Wann war er zuletzt hier? So früher Nachmittag. Na, dann drück mir mal die Daumen, dass ich den noch kriege, hm? Warum hast du mir nichts von eurer Trennung erzählt? Kannst du mir mal helfen? Jessica, wieso du mir nicht gesagt hast, dass Alexander dich verlassen hat? Das Thema Alexander ist für mich durch. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich will dir gar nichts erzählen. Dazu habe ich nämlich gar keine Zeit. Jessica, wieso tust du so, als würde dir die Trennung nichts ausmachen? Vielleicht, weil es so ist. Das nehme ich dir aber nicht ab.
Oh Mann, Nick, jetzt mach doch nicht so ein Theater um diese Trennung. Vielleicht bin ich einfach nicht so sentimental, wie du denkst. Sentimental? Ich denke, Alexander ist deine große Liebe. Oder ist das alles nur Getue? Natürlich nicht. Ich liebe ihn. Und genau das ist mein Fehler. So, und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und jetzt lass mich bitte weiterarbeiten. Hier bist du. Na, gibt's was Besonderes im Fernsehen? Keine Ahnung. Hast du Hunger? Ich könnte uns ein Omelett machen lassen. Was willst du denn? Vielleicht einen Salat? Gar nichts, danke. Aber du musst doch irgendwas essen. Ich habe aber keinen Hunger. Mann, ich möchte gucken. Kathi, Christoph hat mir alles erzählt. Ach so. Und jetzt sollst du mich bequatschen, damit ich mich entschuldige. Vergiss es. Ich will dich nicht bequatschen, ich will mit dir reden. Nicht, dass du nachher wieder sagst, ich habe keine Zeit für dich. Nein, nein, keine Sorge. Also nun sag mal, warum willst du dich bei der Gruppe nicht entschuldigen? Weil es nichts bringt. Ich gehe da lieber einfach nicht mehr hin. Kathi, das ist doch keine Lösung. Du brauchst den Kurs fürs Abi. Ich habe bei den Kids aber jetzt schon verschissen. Da kann ich mich 10-mal entschuldigen. Einmal genügt. Bestimmt. Nee, die geben mir keine zweite Chance mehr. Probier's doch erst mal. Warum sollen sie deine Entschuldigung nicht akzeptieren? Versuch's doch mal, hm? Und warum ist Ramon gleich wieder weg? Der wollte Frank suchen. Hätte er denn gesagt, ob er noch mal wiederkommt? Nee, das hat er nicht gesagt. Wieso? Na ja, weil ich ihn halt gerne sehen würde. Mit seiner neuen Frisur und so. Ach so, deswegen. Tim, was soll das? Hm? Ach, naja, es hätte ja auch sein können, dass du ihn einfach so gern wiedersehen würdest. Keine Angst. Pure Neugierde, ne? Okay? Hi. Hi. Ich dachte, du sitzt schon im Flugzeug. Ja, schön wär's. Aber leider wäre für das Flugticket mein ganzes Kapital draufgegangen. Das hätte ich dir aber von vornherein sagen können. Sag mir lieber, was ich jetzt machen soll. Wie wär's denn mit Hinschwimmen? Caracas ist doch an mir, oder? Ah, du bist ja wieder richtig lustig. Ja. Ja, aber mal ernst. Das ist doch irgendwie scheiße. Da hat man mal ein bisschen Kohle und was ist nichts. Nur weil Ramon auf seinem Selbsterfahrungstrip ist. Moment mal, du bist doch nicht auf Ramon angewiesen. Doch. Bei dem Schmuckhandel schon. Er hat die ganzen Kontakte. Moment mal, warum grinst ihr so? Oh, nichts. Du willst also Ramon treffen, hm? Cleo, das wissen wir jetzt alle, ja. Und anrufen kannst du nichts. Nein. Und das Ticket ist zu teuer. Ja. Tja, also dann würde ich's mal mit der Bahn probieren. Cleo. Na hör mal, die paar Mark. Na, bist du mit allem fertig geworden? Ja, Gott sei Dank. Dann kann der Weihnachtsmann ja kommen. Oh nein. Was ist denn? Konnte ich das nur vergessen? Was? Ja, den Weihnachtsmann zu bestellen. Oh. Wann soll die Feier denn sein? Heute Nachmittag. Oh, Was mache ich denn jetzt? keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo man jetzt einen herkriegt, der den Weihnachtsmann spielen kann. Ich glaube, ich habe da eine Idee. So? Nee, du, das kannst du nicht von mir verlangen. Herrgott, nochmal. Ah, Frank, du hier, nicht in Caracas? Ja, das hat sich jetzt ja wohl erledigt. Jetzt, wo Ramon wieder da ist. Er ist doch wieder da, oder? Ja, aber er schläft noch. Gut, dann weck ich ihn. Na, du wirst ihn schön schlafen lassen. Er hat eine lange Reise hinter sich. Herr Brandner, ich würde ihn nicht wecken, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Aber es geht um dringende Geschäfte. Ja, eure Art Geschäfte kenne ich. Nein, diesmal ist es wirklich seriös. Aber ich kann das Ganze nur mit Ramon aufziehen. Lass ihn trotzdem ausschlafen. Na, zu spät. Ramon! Frank! Hey! Hey, Mann! Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch.
Was hast du denn mit deinen Haaren gemacht? Gefällt's dir? Dazu sage ich jetzt gar nichts. In der Küche steht noch Kaffee. Na? Tschüss. Ciao. Sie wollen mir doch wohl nicht erzählen, dass es keinen einzigen Studenten mehr gibt, der bei uns auftreten kann. Was heißt denn hier so kurzfristig? Muss ich einen Weihnachtsmann im Sommer buchen oder wie? Hören Sie mal, Sie selbst werben damit, dass Sie Weihnachtsmänner bis zum letzten Moment vermitteln. Ja, Last-Minute-Service sozusagen. Ja, aber hören Sie mal, das ist doch dann Etikettenschwindel. Ich werde mich über Sie beschweren. Hallo? Aufgelegt. Ja, das ist ja ein Saftladen. Und was machen wir jetzt? Musst du wohl doch ran. Ich kann das nicht. Och, Papa. Das Lampenfieber und dieses alberne Kostüm. Aber du kannst das doch so gut. Und du hast früher selbst gesagt, dass Weihnachten ohne Weihnachtsmann kein Weihnachten ist. Ja, das stimmt, aber... Och, Papa, denk doch nur mal an die Kinder. Die haben keine Familie, die haben keine Eltern, die leben bei uns im Heim. Jessica, bitte hör auf, das ist unfair. Für die ist Weihnachten was ganz Besonderes. Da freuen die sich das ganze Jahr drauf. Und jetzt willst du nicht mal den Weihnachtsmann. Jessica, bitte hör auf. Für dich wär's doch eine Kleinigkeit. Und du würdest den Kindern so eine Freude machen. Ich weiß noch ganz genau, wie du für uns früher mal den Weihnachtsmann gespielt hast. Das war immer so schön. Na gut, ich mach's. Danke, Papa. Aber nur dieses eine Mal. Und im nächsten Jahr, da engagierst du einen Studenten. Und zwar rechtzeitig, im August. Ich kann echt voll verstehen, dass du dich bei dem Typen nicht entschuldigen willst. Ich an deiner Stelle würde es auch nicht tun. Tja, Mama meint aber, ich soll's machen. Was soll denn das bringen? Ob du dich entschuldigst oder nicht, Heino ist und bleibt ein Arschloch. Ja, obwohl, vielleicht habe ich ihn ja auch zu doll provoziert. Naja, ich hätte mit meinem Verdacht ein bisschen vorsichtiger umgehen sollen. Also für mich war eigentlich auch klar, dass er es war. Ja, aber ich hätte vorsichtiger damit umgehen müssen. Heino ist doch selber schuld. Wenn er sich nicht von Anfang an so daneben benommen hätte, dann wären wir gar nicht erst auf ihn gekommen. Ich brauche diesen blöden Kurs. Und deshalb muss ich mich wahrscheinlich doch entschuldigen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Na, wenn ich es nicht tue, dann wird der Kurs ein einziger Spießrutenlauf. Und ich habe keine Lust mehr, wegen so einem Scheiß mein Abi zu verbauen. Seit wann interessierst du dich denn fürs Abi? Du interessierst dich doch nur für eins. So. Danke. Wie läuft's denn eigentlich mit deinem Projekt? Eigentlich ganz gut. So eine erschöpfende Antwort hätte ich gar nicht erwartet. Wie bitte? Ach, du bist ja richtig schwatzhaft heute. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen in Gedanken. Hat das mit deinen Kids zu tun? Nee. Das heißt doch. Also, was denn jetzt? Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Die meisten der Schüler machen gut mit. Aber? Eine ist ein bisschen schwierig. Na, lass mich raten. Kathi von Sterne. Ja. Wird ständig Knatsch mit Heino. Ich meine, der ist ja nicht ganz ohne, aber sie reizt ihn auch in einer Tour. Kathi ist schon ein ganz schönes Früchtchen. Und eigentlich ist sie ganz in Ordnung. Sie provoziert halt gern. Und meine Jungs springen halt voll drauf an. Sie kann einem aber auch wirklich auf den Wecker gehen. Was glaubst du, was ich mit der schon alles erlebt habe? Ich weiß wirklich nicht, was ich mit ihr machen soll. Auf Dauer kann das nicht so weitergehen. Wir kommen überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Na, knüpf sie dir doch einfach mal richtig vor. Soll ja manchmal Wunder wirken. Ich will kein Wunder. Ich will Einsicht. Das ist der neue Freund meiner Mutter. Cool. Oh Mann, ich glaube, ich muss auch mal nach Caracas fliegen. Das Meer sieht so cool aus. Die Mädels sind auch nicht ohne. Sag mal, hast du von denen noch mehr Fotos? Nee, leider nicht. Schade. Ach, die Mädels haben mich auch gar nicht so interessiert. Du hast wohl mehr an Cleo gedacht, was? Das auch. Und ich habe viel über mich nachgedacht. Und daran, was ich noch mit meinem Leben alles anstellen will. Dann haben wir ja was gemeinsam. Ach ja? Mhm. Wir hatten beide mal wieder die gleiche Idee. Du willst doch den Schmuckhandel auch wieder aufziehen, oder? Ja, schon. Na, siehst du, dann ist ja alles klar. Und diesmal haben wir sogar richtig Startkapital. Über 3000 Mark. Damit können wir richtig loslegen. Okay, ich sag dir, wenn wir ein Jahr lang richtig ranklotzen, dann werden wir richtig reich.
Unter Garantie. Und dann ziehen wir das noch größer auf. Moment Wir mal, mieten ich uns glaube, eine- du hast mich falsch verstanden. Ich will schon wieder ins Geschäft zurück. Aber nicht, um die Kohle wieder zu investieren. Ich brauche die für ganz was anderes. Wart ihr denn auch alle schön brav? Wart ihr denn auch alle schön brav? Aha, das ist ja fein. Da kann es jetzt auch ein schönes Geschenk geben. Was machst denn da, Daddy? Wie sieht's denn aus? Du spielst den Osterhasen. Wo hast denn das Kostüm her? Gefällt's dir nicht? Doch, ist klasse. Das war nämlich das Letzte. Der Kostümverleih ist wie leergefegt. Und wozu das Ganze? Oder wolltest du uns überraschen? Das Ganze ist für Jessica. Die glaubt bestimmt auch nicht mehr an den Weihnachtsmann. Für die Kinder. In ihrem Heim. Die haben nämlich eine Feier. Ach, hat sie dich jetzt dafür eingespannt? Was heißt denn eingespannt? Ich mach das gern. Außerdem muss sie alles allein organisieren. Ja, wenn sie sich damit mal nicht übernimmt. Unsinn, ihr macht das wirklich einen Riesenspaß. Klar, damit sie nicht mehr an Alexander denken muss. Der ist abgeschrieben. Aber noch längst nicht vergessen. Das ist ein Unsinn. Oder was meinst du, warum sie so eine prächtige Laune hat? Daddy, du glaubst ihr doch diese prächtige Laune nicht etwa. Das ist doch völlig übertrieben. Die hat im Moment so viel um die Ohren, dass sie nicht eine Sekunde Zeit hat, an diesen Playboy auch nur zu denken. Ich weiß nicht. Ich kenne Jessica. Die hat den längst vergessen. Und wenn du mir nicht glaubst, dann gibt es keine Geschenke. Ich glaub dir, ich glaub dir. Eine Weltreise? Mit dem Auto? Wie soll denn das gehen? Ja, ganz einfach. Ich setze mich rein und fahr los. Das heißt, wir setzen uns rein. Moment mal, ich soll mitkommen? Ja, klar. Hey, wir scheffeln jetzt noch ein bisschen Geld ran und wenn wir genug haben, geht's los. Ich dachte mir, wir fahren zuerst ans Mittelmeer. Wir Von da aus fahren scheffeln wir ein dann- bisschen Geld ran. Wie stellst du dir das denn vor? Ganz einfach, wie du eben schon gesagt hast. Wir kaufen Schmuck, fertigen ihn wieder und wenn wir genug verdient haben, Dann hauen wir das Geld wieder auf den Kopf. Toll. Ich dachte mir, wir kaufen uns ein Auto. Den Rest verdienen wir uns auf der Reise für Sprit und so, weißt du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, was ist los mit dir? Nee, ich habe einfach keinen Bock, ein Riesengeschäft aufzuziehen, um nachher das ganze Geld wieder auf den Kopf zu hauen. Frank, eine Weltreise. Weißt du, wie geil das ist? Was willst du denn hier? Verreisen kann ich, wenn ich Kohle habe. Genau das will ich ja auch. Ich meine, wenn ich richtig Kohle habe. Dann fliege ich First Class, lass mich von vorne und hinten bedienen, trinke Champagner. Hey, ist doch total uncool. Weißt du, wie viel Spaß wir beide haben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind? Weißt du, was für Tussis wir kennenlernen? Die Italienerin, die Spanierin, die Portugiesin. Ja, die werden auch gerade auf mich stehen, wenn ich in so einer Schrottmühle ankomme. Was haben die hier mit dir gemacht? Du sprichst wie ein alter Spießer. Ich bin doch kein Spießer, was soll das denn jetzt? Ich bin nur nicht so naiv wie du, mit dem Auto um die Welt. Was ist daran naiv? Das weiß doch jeder, dass man mit dem Auto nicht nach Amerika kommt. Oder willst du dir so einen Superkäfer zulegen? Willst du mich jetzt verarschen, oder? Das war eine ganz ernst gemeinte Frage. Okay, ich hab's kapiert. Du hast keinen Bock. Vergessen wir das Ganze. Such dir einen neuen Partner. Ah, Mann, das war doch nicht so gemeint. Ich habe schon verstanden, wie es gemeint war, okay? Wenn die Tussi glaubt, sie kann sich alles erlauben, nur weil sie von uns zu heißt, hat sie auch verdammt geschnitten. Ich mache das jedenfalls nicht mehr mit. Wenn die weiter dabei ist, hab ich den ganzen Scheiß sausen. Ihr könnt euch gleich wieder verpissen. Hört ihr schlecht? Sollt abschwören. Da ist die Tür. Heino, du schmeißt hier gar keinen raus, ist das klar? Entweder die oder wir. Ganz ruhig. Vielleicht sollten wir uns erstmal anhören, was Kathi uns zu sagen hat. Du hast uns doch sicherlich was zu sagen, oder? Ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das war aber ein schönes Lied. Der wird der Weihnachtsmann sich freuen. Kommt der echt?
Vielleicht. Hat er auch Geschenke dabei? Wart's ab. Für jeden von uns? Wenn, dann für jeden von euch. Hat der Weihnachtsmann auch den Sack mit den Geschenken? Natürlich. Tag, liebe Kinder. Guten Tag, lieber Weihnachtsmann. Wir wollen Kathi nicht in unserer Gruppe. Wer wir? Na, alle. So? Ist denn noch dafür, dass Kathi nicht mehr mitmachen soll? Dann kannst du jetzt alleine ziehen. Moment. Kathi bleibt. Aber wir haben doch abgestimmt. Ich find's aber nicht fair. Immerhin hat sie sich entschuldigt. Na und? Nichts na und. Kathi hat eingesehen, dass sie Mist gebaut hat, oder? Na bitte. Dann kann sie ja auch eigentlich bleiben. Ach, sie sagt einmal sorry und alles ist okay? Wieso nicht? Wenn ihr was verbockt habt und euch entschuldigt, ist auch alles okay. Also, warum sollte Kathi keine neue Chance bekommen? Weil es ihr gar nicht wirklich leid tut. Die sagt das doch bloß. Ach. Und woher willst du das wissen? Ist doch völlig klar, die will sich bloß einschleimen. Das glaube ich nicht. So eine ist Kathi nicht, sonst hätte sie wohl kaum so die Klappe aufgerissen. Also, ich finde, wir werden noch mal abstimmen. Wer ist dafür, dass Kathi noch eine neue Chance bekommt? Sonst noch jemand dafür? Dankeschön, Weihnachtsmann. Bitte, Clarissa. Und du bist Alex, nicht wahr? Dann komm mal her. Und? Bist du dieses Jahr auch schön brav gewesen? Klar. Ich habe aber gehört, dass du einmal ausgerissen bist. Ja, aber nur einmal. Und ich tue das auch nie wieder. So? Wo warst du denn? Bei Alexander. Das ist der Freund von Jessica. Aber der ist leider nicht mehr da. Und Jessica, das ist die da, die war sehr, sehr traurig. Ich hoffe, du hast sie getröstet. Ja, ich bin ja jetzt auch ihr Märchenprinz und ich will nicht, dass sie weint. Der Weihnachtsmann möchte auch nicht, dass deine Jessica traurig ist. Er hat sie nämlich auch gern. Sehr sogar. Und er wird dafür sorgen, dass man sie nie mehr alleine lässt. Alexander.